Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es mal ein Wunschrezept, denn vor längerer Zeit hatte ich in der Community mal nachgefragt, was ihr euch so für Rezepte wünscht. Und da kam Mousse au Chocolat. Die machen wir heute und zwar mit dunkler Schokolade, richtig fluffig und lecker. Wie man die zubereitet, na das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Die Zutaten für eine Mousse au Chocolat sind wirklich sehr überschaubar. Ihr braucht nur 2 Becher Sahne, 3 Eier, 100 Gramm Vollmilchkuvertüre und 100 Gramm Zartbitterkuvertüre. Man soll gar nicht meinen, dass aus so wenigen Zutaten etwas so Leckeres entstehen kann. Die Zutatenliste und das Rezept verlinke ich euch wie immer auch in der Videobeschreibung. Als erstes bereiten wir die Kuvertüre vor. Die raspelt ihr am besten mit so einem Messer schön klein, denn dann lässt sie sich deutlich besser schmelzen. Das geht am besten, wenn ihr mit dem Messer so kippende Bewegungen macht und damit die Schokolade herunterhobelt. In einen Topf geben wir jetzt heißes Wasser. Das Wasser sollte allerdings nicht kochen, sondern wirklich nur etwas heiß sein, denn wir schmelzen jetzt die Kuvertüre. Wichtig ist auch noch, dass ihr eine Schüssel habt, die gut in den Topf hineinpasst, und in diese Schüssel gebt ihr dann eure Kuvertüre. Das Ganze stellt ihr dann einfach beiseite, denn schmelzen tut das von selbst, da die Kuvertüre ja richtig schön klein geraspelt ist. In der Zwischenzeit, wo die Kuvertüre schmilzt, trennen wir schon mal die Eier. Das Eigelb in eine Schüssel geben und das Eiweiß, das lasse ich in dem Litermaß. Das wird nachher aufgeschlagen. Wichtig hierbei ist, dass kein Eigelb in das Eiweiß gelangen darf, denn wenn Eigelb im Eiweiß ist, dann lässt es sich nicht mehr steif schlagen. Das Eiweiß, das wird jetzt ganz steif aufgeschlagen. Ich persönlich mache das am liebsten in so einem Litermaß, denn wenn ihr das in so einer Schüssel macht, dann spritzt das wahrscheinlich sehr, es sei denn, ihr habt einen guten Spritzschutz. Ich persönlich mache es, wie gesagt, immer in einem Litermaß. Das Eiweiß, das sollte wirklich richtig steif geschlagen sein. Am besten, wenn ihr fertig seid mit dem Schlagen, dreht ihr das Litermaß einmal um und dann darf auch nichts rausfallen. Dann ist das Eiweiß richtig steif. Wenn das Eiweiß steif geschlagen ist, stellt ihr es bitte in den Kühlschrank. Als nächstes geben wir unsere 2 Becher Sahne in eine Schüssel. Die Sahne, die schlagen wir jetzt auch mit dem Mixer richtig steif. Wichtig ist beim Sahne steif schlagen, dass ihr auf einer niedrigen Drehzahl anfangt und dann hochschaltet. Die Sahne, die ihr benutzt, die sollte auf jeden Fall frisch aus dem Kühlschrank kommen. So lässt sie sich deutlich besser steif schlagen. Auch bei der Sahne solltet ihr darauf achten, dass sie richtig steif geschlagen ist. Aber ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr keine Butter bekommt. Sobald die Sahne richtig steif ist, sofort aufhören zu schlagen, denn von steif zu Butter ist der Weg nicht mehr weit. Deshalb mache ich hier so eine kleine Probe. Wenn einem die Sahne dann noch entgegenkommt, ist sie noch nicht steif genug. Dann noch ein bisschen weiter schlagen, aber immer nur kurz und dann noch mal nachschauen. Hier bleibt die Sahne jetzt in der Schüssel, also ist sie genau richtig. Dann sofort aufhören zu schlagen und die Sahne ebenfalls in den Kühlschrank geben. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt bei der Mousse au Chocolat. Wir schlagen das Ei auf. Dazu geben wir heißes Wasser in einen Topf. Das Wasser darf auch hier nicht kochen, sonst gerinnt euch später das Eigelb. Dann stellt ihr eine Schüssel in den Topf, die gut hineinpasst, und schlagt das Eigelb mit dem Schneebesen auf. Das ist jetzt hier wirklich eine Sequenz, die ich euch etwas länger zeigen werde, in verschiedenen Abschnitten, wie sich das Eigelb verändert. Denn das muss man wirklich richtig machen, sonst wird die Mousse au Chocolat nicht so schön. Das Eigelb, das muss wirklich die ganze Zeit geschlagen werden. Ihr dürft damit nicht aufhören.
Der ganze Prozess hat bei mir insgesamt 10 Minuten gedauert. Ihr braucht wirklich Geduld und es geht ganz schön in die Arme, wenn man das nicht oft macht. Wie ihr sehen könnt, hat sich das Eigelb hier schon ein bisschen verändert. Es wird immer cremiger und heller. Es ist wirklich wichtig, das Eigelb überall aufzuschlagen und nicht nur an einer Stelle. Dazu bietet sich eigentlich das Schlagen einer 8 an, aber das kriege ich selbst nicht vernünftig hin. Ich wusel halt immer mit dem Schneebesen überall herum, sodass ich an alle Stellen des Eigelbs drankomme. Nach circa 5 Minuten Aufschlagen über dem heißen Wasserbad seht ihr, dass das Eigelb jetzt schon schön hell und auch etwas cremig geworden ist. Aber das reicht so noch nicht. Also immer fleißig weiterschlagen. Ihr müsst übrigens die Herdplatte auch nicht anstellen. Es reicht, wenn ihr das Wasser kurz vorm Kochen im Wasserkocher ausschaltet und das dann in eurem Topf benutzt. Wie ihr seht, wird die Creme immer fluffiger und cremiger. Das kommt durch das Aufschlagen. Ihr dürft übrigens aus dem Grund nicht aufhören zu schlagen, da euch sonst das Eigelb gerinnt. Dann kriegt ihr Rührei, das wollen wir ja verhindern. Deshalb müsst ihr wirklich die ganze Zeit beherzt und kräftig schlagen. So, und jetzt sieht man, dass die Creme schön fluffig und cremig geworden ist. Jetzt könnt ihr aufhören zu schlagen. Sie hat jetzt genau die richtige Konsistenz und läuft so richtig schön vom Schneebesen herunter. Zu dem aufgeschlagenen Eigelb geben wir jetzt direkt die geschmolzene Kuvertüre hinzu. Das Schöne an der Mousse au Chocolat ist wirklich, ihr benötigt keinerlei Zuckerzusatz. Die Schokolade ist süß genug, da wir sie ja mit Vollmilchschokolade gemischt haben. Die Eischokomasse, die wird jetzt richtig gut miteinander verrührt. Wie ihr seht, wird das Ganze jetzt wirklich richtig fest. Und man meint jetzt, das kann ja eigentlich gar nichts werden. Aber es wird. Denn jetzt geben wir erstmal einen kleinen Teil der geschlagenen Sahne unter. Ihr solltet hier auch nicht richtig rühren, sondern mehr so unterheben. Ich habe jetzt ungefähr so 1/3 der geschlagenen Sahne erstmal dazu gegeben. Und dann sieht man auch schon, die Mousse, die verflüssigt sich jetzt natürlich wieder. Und sie wird schön cremig. Wichtig ist, die Sahne wirklich schön unterzuheben. Jetzt geben wir noch den Rest der geschlagenen Sahne hinzu. Und auch diese heben wir jetzt vorsichtig mit dem Schneebesen weiter unter. Es ist wichtig, die Mousse au Chocolat nicht wie wild zu rühren, sondern in diesen unterhebenden Bewegungen zu arbeiten. Wenn ihr die Mousse au Chocolat jetzt mit dem Schneebesen einfach nur durchrühren würdet, bekommt ihr sie nicht cremig und auch dieses Luftige fehlt dann am Ende. Deshalb immer schön in diesen unterhebenden Bewegungen arbeiten. Nun fehlt noch das steif geschlagene Eiweiß. Das geben wir jetzt auch zu unserer Mousse au Chocolat. Und auch das Eiweiß heben wir mit unserem Schneebesen nur vorsichtig unter die Mousse au Chocolat, denn wir wollen diese Cremigkeit, die wir erreicht haben, jetzt nicht zerstören. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, das muss nicht super schnell gehen, aber ihr dürft halt nicht rühren. Immer diese Bewegung von unten nach oben machen. Damit schlagt ihr dann Luft in die Masse. Und wie ihr sehen könnt, hat unsere Mousse au Chocolat jetzt ein beträchtliches Volumen gewonnen. Und genau so sollte das auch aussehen. Viel Luft und Leidenschaft stecken da drin. Auch wenn diese Mousse etwas aufwendiger ist, es lohnt sich, sie so herzustellen. Sie ist wunderbar cremig und lecker. Durch die Lichtverhältnisse sieht die Mousse jetzt ziemlich hell aus, aber in Wirklichkeit ist sie doch etwas dunkler. Die Mousse au Chocolat, die fülle ich jetzt in so tiefe Gläser ab. Insgesamt würde man 6 Gläser aus dieser Masse bekommen, von dieser Größe. Und wie ihr jetzt beim Einfüllen erkennen könnt,
ist es wirklich eine richtig fluffige Mousse geworden. Sie ist super cremig. Und das merkt man auch später, wenn man die Mousse au Chocolat isst. Sie schmilzt förmlich im Mund, einfach super lecker. Ich dekoriere meine Mousse jetzt noch mit weißen Schokoraspeln, da ich finde, es ist ein schöner Kontrast zu der dunklen Mousse au Chocolat. Die Mousse könnt ihr jetzt entweder sofort löffeln, was auch schon wirklich sehr gut schmeckt, oder ihr stellt sie noch für 2 bis 3 Stunden kühl. Und hier ist es, unser tolles Ergebnis. Eine luftig leckere Mousse au Chocolat mit weißen Schokostreuseln. Sieht das nicht lecker aus? Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!